Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland, und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir die Welt zu viert und leben unseren Traum. Jetzt können wir endlich mal wieder draußen frühstücken. Das Wasser für den Kaffee ist schon auf dem Feuer. Und im Anschluss machen wir dann noch Eier. Und dann lassen wir den Tag mal gut beginnen. Mit den Gaskartuschen ist es ziemlich schwer, es dosiert klein zu machen. Jetzt gibt es erstmal Kaffee Nummer 1. Und die Sarah kriegt das schöne Ei und ich krieg das misslungene. Das ist aber nett. Mal schauen, ob die anderen zwei dann besser werden. Wir üben jetzt gerade mit Rio den Maulkorb, weil der letzte Besuch beim Tierarzt ja so katastrophal war und wir wissen nicht, wie der nächste ist. Und wir hatten es eigentlich wieder gut im Griff mit den Hunden und jetzt sind die Hundebegegnungen gerade schon wieder ein Graus und wir wissen überhaupt nicht warum. Ob es an der Pubertät liegt, wir machen bestimmt irgendwas falsch, wir sind ein bisschen sprachlos. Und ob es jetzt wieder an dieser Tierarzterfahrung liegt oder woran, wir wissen es einfach nicht. Also es wird schon an uns liegen, es liegt ja immer am Menschen. Aber ja, wir wollen ihm das Leben natürlich so einfach wie möglich machen und uns damit natürlich auch. Nein, Rio. Sitz. Hallo? Super! Hey, toll! Hey, klasse, Rio! Wie wir es machen, wir quetschen da Käse hinein und den muss er eben ausschlecken. Er liebt Käse. Aus. Und ja, er sammelt sich aber leider immer zwischen dem direkt am Mund und was da unter ist. Hier vorne. Das ist echt eine Riesensauerei, aber er hat Gott sei Dank den Elan, das einmal rauszuholen. Bevor es jetzt weitergeht, muss ich jetzt nochmal Öl kontrollieren, da wir ja auf der Reise etwas verloren haben. Und ja, auf der Motorhaube, auf der Abdeckung, es sind ziemlich viele Haare vom Rio, obwohl er hier gar nicht hinkommt.
mit Kühlflüssigkeit. Okay. Schaut gut aus. Das ist schön. Und eine gute Sache, die die Vorbesitzer eingebaut haben, ist hier diese Klappe. Die hier. Dass man nicht immer die Motorhaube ausbauen muss zum Öl kontrollieren. Das ist echt Gold wert. richtig, ja, das ist Gold wert, aber richtig schwachsinnig konstruiert in meinen Augen. So. Es ist auf jeden Fall Öl drin. Es ist halb voll. Ich hoffe, man sieht's. Passt also. Und seitdem es wärmer ist, hält sich der Verbrauch auch wieder in Grenzen. Das ist eigentlich das, was wir in Europa auch hatten. Da wo es so richtig kalt war, hat er einfach mehr verbraucht. Keine Ahnung warum, weil der Motor wird ja trotzdem warm. Oder ob das wirklich nur in der Zeit ist, bis er warm ist. Aber ja, würde es auch nicht erklären, weil im Sommer oder so verbrauchen wir so gut wie gar kein Öl normalerweise, zumindest in Europa. Und ja, egal wie man sich erklären will, irgendwas passt immer nicht. Man muss, glaube ich, einfach damit leben, dass so alte Autos ein Eigenleben haben. Manchmal. Zumindest unseres. Und sobald die beiden fertig gespielt haben, geht's los. Rio und hopp. Hopp. Super. Klasse. Jetzt geht's weiter. So, und jetzt geht's dann los. Wir fahren heute bis, ja, wahrscheinlich kurz vor die Grenze zu Kalifornien. Und da soll es an einem Stellplatz eine alte Mine oder einen Minenschacht geben. Ist auch Public Land, also auch kostenlos stehen. Und ja, wir hoffen mal, dass wir in diese Mine reingehen können. Also auf dem Foto ist es 1 oder 2 Schächte. Also nichts, Probieren wir es auf jeden Fall. nichts Spektakuläres, aber ja, Wieso nicht? schöne kleine Abwechslung. Und dann geht es ja wahrscheinlich morgen, übermorgen in den Joshua Tree National Park. Genau. Immer das Vorglühen. Wir sind jetzt östlich von Phoenix und bevor wir Richtung Westen fahren, gehen wir noch zum Aldi, wo wir auf dem Parkplatz stehen und hoffen, dass wir Glühwein kaufen können. Weil Sarah heute Morgen gemeint hat, sie hat Gelüste auf Glühwein und sie hat keine Weihnachtsstimmung. Und ja, in Griechenland wussten wir, kann man Glühwein kaufen beim Lidl. Beim Aldi, wir waren jetzt schon länger nicht mehr beim Aldi. Wir sind gespannt, ob wir es hier kaufen können. Und jetzt hat... Ich bin glücklich, ich habe einen Glühwein. Also für den Preis bin ich nicht so glücklich. Aber ich glaube, das haben wir in Kauf genommen. Happy Wife, Happy Life, würde ich mal sagen. Und wir haben hier noch Lebkuchen gefunden, die auch dezent mehr kosten wie in Deutschland. Aber ich meine, es sind Deutsche, die wurden hier importiert, also war es eigentlich klar. So, in welche Richtung soll denn die Tür aufgehen? Ja. Gute Frage. Ja, das passt schon so, glaube ich, oder? Mal schauen, ich mich verspekuliert. Ich habe mich verspekuliert.
Wir sind jetzt hier angekommen und vermuten, dass da oben irgendwo die Mine ist. Das werden wir allerdings erst morgen machen, als Morgenspaziergang. Und es ist wirklich bemerkenswert, wie viel Lärm Sven schluckt. Also wir sind hier auf einem BLM-Land, das sehr beliebt ist, würden wir sagen. Und es ist neben der Interstate. Und jetzt gehen wir mal hinter Sven raus. Ich hoffe, man hört's. Aber wahrscheinlich ist es zu leise. Aber da hinten ist die Interstate. Und alles um uns rum ist BLM-Land. Da hinten stehen auch überall Camper. Das ist wirklich krass. Ich glaube, das ist das größte BLM-Land, das wir bis jetzt hatten. Aber man muss sagen, die Landschaft ist super schön. Und ja, hier lassen wir jetzt den Abend ausklingen mit unserem Glühwein und Lebkuchen, denke ich. Und morgen schauen wir uns dann die Mine an. Die Sarah hat jetzt ihren Rausch vom Glühwein ausgeschlafen. Und wir machen jetzt einen Morgenspaziergang. Und zwar gehen wir da hoch. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Da sieht man diesen Weg, der den Berg hoch geht. Und da ist die Mine drin. Und genau in die gehen wir jetzt rein, wenn man rein darf. Hier, komm mit. Ich muss revidieren, ich habe nicht meinen Rausch ausgeschlafen. Aber ich habe tatsächlich die eine Tasse schon echt doll gespürt. Was hatte der? 9%, glaube ich, hatte der. Also ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt. Aber ja, trotzdem hat es mich ein bisschen in Weihnachtsstimmung versetzt. Die war davor nämlich absolut gar nicht da. Angst habe. Ich habe gesagt, ich stehe erst auf, wenn Sonne da ist. Mein Plan hat funktioniert, weil es war heute Nacht schon wieder kalt. Ja. Also es waren... Wir müssen mal schauen, wie hoch das hier ist, wenn wir es irgendwo rausfinden. Ja. Aber es ist schon relativ frisch heute Morgen. Also es waren bestimmt wieder nur 5 Grad. Ja. Und hier ist sogar ein Windschutz. Hat jemand schon mal gebaut anscheinend. Hier an der Grenze zu Kalifornien von Arizona, also Höhe Phoenix, ist echt viel BLM-Land. Das ist dieses offizielle Land, wo du übernachten darfst. Und wir haben jetzt schon von vielen Amerikanern gehört, dass sie hier gerade bei Yuma überwintern, also noch ein bisschen südlich, weil es anscheinend von der Temperatur her das beste Wetter ist. Und ja, also ich denke, ab jetzt wird es wirklich voller. Wir waren ja wochenlang fast echt als Camper alleine oder nur auf den Campingplätzen, also oder nur bei den State Forests haben wir mal wen gesehen. Aber sonst waren wir wirklich überrascht, dass so wenig unterwegs sind. Ja, und ich glaube, jetzt hier wird es echt voll, weil die Temperatur hier halt besser ist. Hey, Stinker! Tobi möchte hier hochfahren. Gehen wir in die Mitte, dass man das sieht. Also mit dem richtigen Auto geht es auf jeden Fall. Vor allem, das ist ja nicht die Spur. Hier ist die Spur und da. Ja. Muss man aber auch nicht. Aber es wird selbst mit unserem gehen. Wenn man mit Gefühl fährt, sollte es gehen. Gefühl? Der Kaktus hier schaut auch so cool aus. Schau mal, der hat sogar Blätter. Aber ich habe gelernt seit dem Picacho State Park, dass ich Kakteen nicht mehr anfasse an den Stacheln. Weil es hat echt weh, als ich ungeplant fest reingegriffen habe. Schau hier, das ist so wie so abgestorbene Stücke hier. Ein Skelettkaktus. Hier ist alles voll auf der Fläche mit Campern. Wobei das ganz hinten... Ja, das sieht man, glaube ich, gar nicht. Das reflektiert vielleicht nur ein bisschen. Das ist die kleine Stadt hier. Achso, das ist ganz hinten, ja. Südlich und nördlich davon sind überall Camper in der Wiese oder in der Steppe.
Ist abgesperrt? Oder ist das wieder Slot Canyon? Wir haben es geschafft. Ach krass, ist hier drin warm. Warm? Ich dachte, das wird kälter. Ich hätte eher kalt gedacht. Ultra warm. Mal schauen, dass ich hier nicht hinfliege. Ich glaube, jetzt wird der Hund angeleint. Ja. Jetzt sieht man gleich nichts mehr. Theo. Und Ach stimmt, es ist echt warm. von dem Bild dachten wir halt, das ist so, keine Ahnung, so ein 20 Meter Stollen. Wir haben natürlich kein Handy, nichts dabei, mit dem wir Licht machen können. Wie immer, müssen wir nachher nochmal hingehen. Ne, wir gehen so rein, soweit es geht. Das ist echt warm, gell? Ultra warm. Hätten wir mal hier drin die Nacht geschlafen. Okay, jetzt wird es dann so dunkel, dass man gleich nichts mehr sieht. Also man sieht den Lichtstrahl dadurch. Weiter würde ich jetzt auch nicht mit dem Rio reingehen, weil wir einfach nicht sehen, was am Boden alles liegt. Und ja, deshalb geht es jetzt wahrscheinlich dann wieder zurück. Ja. Wir frühstücken und ja. Aber cool. Krass. Ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und geht wahrscheinlich tiefer rein, als man denkt. Ja. Hier, komm her. Also wird jetzt schon wärmer. Ja, stimmt. Wir stehen kurz vom Joshua Tree National Park, den werden wir heute auch machen. Und hier ist Public Land, also direkt davor darf man offiziell schlafen. Ja, wir haben gestern Regen nach Kalifornien mitgebracht. Also wir sind seit vorgestern in Kalifornien und kaum, dass wir da sind, nehmen wir den Regen mit. Schon ein bisschen Ironie, oder? Du hast nachgeschaut? Also im Dezember gibt es eine Regenwahrscheinlichkeit hier beim Joshua Tree National Park, die im Laufe des Dezembers ansteigt, beginnend mit 7% und enden mit 12%. Also gute Ausbeute mit uns mal wieder. Und hier stehen einige Camper wieder, gut, weil es auch offiziell erlaubt ist und direkt wirklich, wir sind direkt vorm Eingang. Hunde sind nicht erlaubt. Es gibt einen kleinen Weg anscheinend und sonst nur auf den Straßen, aber da fragen wir später im Visitor Center mal nach. Und was hier so krass ist, die Amis, die mit ihren fetten Wohnmobilen, die machen nachts immer die Generatoren an. Ich muss euch mal eins hier aus der Entfernung zeigen. Also erstmal, dass sie die Seiten und so ausfahren können, damit das Wohnmobil noch größer ist. Und dann ja, läuft nachts immer der Generator. Also das hatten wir jetzt schon, wie oft schon ein paar Mal, dass das immer so ein dickes, fettes Wohnmobil neben uns steht und der Generator läuft. Ja. Und wir haben wieder Minusgrade oder fast Minusgrade nachts. Ja. Also wir hatten jetzt gestern Abend und heute mal wieder die Standheizung an. Ja, kaum vorstellbar. Dafür haben wir Glühwein getrunken. Das war das richtige Wetter zum Glühwein. Jetzt gehen wir noch mit Rio spazieren, lasten ihn ein bisschen aus. Und dahinter, da fahren wir heute hin. Da ist der Joshua Tree National Park. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Landschaft ändert. Weil hier ist es ja noch alles sehr karg und so. Und dann sollen ja die ganzen Joshua Trees da stehen. Da, ja, ich zeige euch mal die Landschaft jetzt hier, wo wir standen. Und dann sind wir gespannt, wie es später im Park ausschaut. Rio, hierher. Genau, und wir arbeiten gerade an der Impulskontrolle von Rio.
und hoffen, dass wir ihm dann helfen können, manche Situationen besser zu meistern. Für uns geht es jetzt in den Nationalpark und ich habe gerade versucht, mit der Schwerkraft vom Kai runterzukommen, aber ja, ging nicht so auf. Also starte ich jetzt den Motor und dann geht's los. Gerade bei der Aufnahme bin ich hervorgelaufen und dann hat ein Auto neben mir gehalten und hat gefragt, ob alles okay ist. Und ich so, ja, ich will nur ein Bild machen. So, ach so, sie haben sich schon Sorgen gemacht. Also voll lieb, dass da die Leute gleich halten und fragen, ob alles gut ist. Und die Luft draußen, das ist so eiskalt, das ist wie Winter. Also wirklich wie, als ob da so eine Schneeluft einfach, so als ob es jetzt dann schneien würde. Und wir fahren hier durch so eine Gegend, die schaut aus wie, ja, ich würde sie mondähnlich beschreiben, also richtig cool. Ja, bis auf das Grün. Vielen Dank, dass du unser Video angeschaut hast. Für uns geht es nächste Woche weiter im Joshua Tree National Park. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns auch da begleitest und ein Abo dalässt. Und ja, das ist jetzt das erste Video in 2023. Und da werden wir auf jeden Fall auch in YouTube Mexiko erreichen. Und wir freuen uns, wenn du auch weiterhin dabei bist. Bis dann. Ja. Rio, komm her. Komm her. Mach Sitz. Okay, das wollte ich so nicht zeigen. Au. Au. Alter. Das hier ist eine Chain Fruit Collar oder auch Jumping Collar. Und der Name kommt daher, weil sie einfach nur an den Oberflächen kleben bleibt, wenn sie abgefallen ist. Okay, warte. Die habe ich kaputt gemacht. Das ist krass. Und gerade eben, wo ich nicht drauf geachtet habe, habe ich es mir richtig schön in den Finger gejagt. Da waren die wohl etwas stärker drin, weil hier, es geht richtig easy raus. Oh, und die zwei Stellen, wo es richtig fest drin war, tun ein bisschen weh.